Es war sehr schwer, mit dem Messer durch die Knochen zu kommen. Ich glaube, ich habe eine Zerrung. Katie klagte über Schmerzen in der Hand. Sie sagte, dass Abigails Knochen im Weg waren und es schwer war, sie zu erstechen. Und sie sich die Hand verletzt hatte. Wir kamen zurück zur Ranch und Charlie war dort. Alles gut? Bereut ihr es? Nein. 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 Gut. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, was das Wort Reue bedeutet. Guys, potato chips are the real thing. Their honest-to-goodness real potato chip flavor is great on any occasion. So when your chips are down, don't forget the Guys real potato chips. Sie sehen die Morgennachrichten von KBC. Ein Tatort, der einem der Mordermittler zufolge wie der Schauplatz eines kranken religiösen Ritus aussah. Hier wurden 5 Leichen, unter ihnen die Schauspielerin Sharon Tate, im gemeinsamen Haus der Schauspielerin und ihres Mannes, Roman Polanski, brutal ermordet aufgefunden. Miss Tate war im 8. Monat schwanger. Ein Seil war um ihren Hals gewickelt und verband sie mit der Leiche eines Mannes. Tate und die 4 anderen Opfer starben an mehreren Stichwunden. Ehe ich die Nachrichten sah, wusste zumindest ich nicht, dass eine schwangere Frau im Haus war. Devastating. Very devastating for me. My thoughts went to going Ich to überlegte, help. Hilfe zu holen. I didn't do Ich tat it es nicht, weil ich Angst hatte, sie würden mich und meine Tochter töten. And they would kill my daughter. Um 8:30 Uhr heute Morgen fand Winifred Chapman, eine Angestellte des Anwesens 10050 Yellow Drive, mehrere Leichen in dem Haus und rief sofort die Polizei. In der Nacht der Tate-Morde wurde der 18-jährige Stephen Parent mit 4 Schüssen von Tex Watson erschossen. Er wollte den Hausmeister des Anwesens besuchen. Die Mörder trieben Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger und Wojciech Frykowski im Wohnzimmer zusammen. Sie hatten ein Seil und sie legten es Sharon Tate, Abigail Folger und Jay Sebring um den Hals und befestigten das Seil an einem Balken an der Decke. Dann zogen sie es straff. Watson sagte, ihr werdet alle sterben. Sie flehten um ihr Leben, aber die Täter kannten keine Gnade. Dann wurden sie auf brutalste Weise erstochen.
Es war eine Mordorgie. Wojciech Rykowski erlitt 51 Stichwunden und 2 Schusswunden und 13 Schläge auf den Kopf mit einem Revolvergriff. Abigail Folger wurde mit 28 Messerstichen getötet. J.C. Bring wurden 7 Stichwunden zugefügt und es wurde auf ihn geschossen. Sharon Tate erlitt 16 Messerstiche und hatte Abschürfungen von einem Seil am Hals. Susan Atkins berichtete, dass sie zu Sharon Tate gesagt hätte: Ich habe kein Mitleid mit dir, du Schlampe, du wirst sterben. Sie überlegte sogar, ihr das Baby aus dem Bauch zu schneiden. Ehe sie das Haus verließen, tauchte Susan Atkins ein Handtuch in Sharon Tates Blut und schrieb das Wort Pig, Schwein, an die Eingangstür. Roman drehte am Telefon völlig durch. Sein Schmerz war so groß. Einer der stärksten Menschen, die ich kannte, brach völlig zusammen. Dieser Mann hatte den Einmarsch der Nazis in Polen überstanden. Er hatte die schlimmsten Grausamkeiten gesehen, die man sich vorstellen kann. Und er brach am Telefon völlig zusammen. Manson hoffte in der Nacht des Mordes an Sharon Tate, Helter Skelter zu entfachen. Es war egal, wer die Opfer waren. Solange er Helter Skelter entfachen würde, konnte er auch ein Haus wählen, das für ihn das Establishment repräsentierte und insbesondere die Ablehnung des Establishments ihm gegenüber. Das Haus repräsentierte das Showbusiness, zu dem er gehören wollte und das ihn ablehnte. Über Nacht stiegen die Verkaufszahlen von Wachhunden und Waffen dramatisch an. Man konnte die Angst in der Bevölkerung beinahe fühlen. Besonders in Beverly Hills und Bel Air, dem Herzen der Filmindustrie. Nicht nur wegen der unglaublichen Brutalität dieser Morde, sondern auch, weil sie so willkürlich erschienen und kein konventionelles Motiv hatten. Manson plante bekannte Filmstars wie Frank Sinatra, Liz Taylor, Richard Burton, Steve McQueen und Tom Jones umzubringen. Ihre Religion, ihr Credo war, so viele Menschen wie möglich zu töten, und sie würden nicht aufhören. Am zweiten Abend durchsuchten sie Los Angeles völlig willkürlich nach Opfern. Lino und Rosemary LaBianca lebten in einem Haus am 3301 Waverly Drive im Viertel Los Feliz in Los Angeles. Lino war der Besitzer von Gateway Markets, einer kleinen Supermarktkette in L.A. Seine Frau hatte eine gut laufende Boutique. Als ich am zweiten Abend erfuhr, dass ich mitfahren sollte, wusste ich, dass wir auf einer Mordmission waren. I knew full well that this was going to be a mission of murder. Charlie
Charlie kam mit uns, weil er sagte, die Morde am Vorabend seien zu chaotisch gewesen und dass er uns zeigen würde, wie man das macht. Er würde uns zeigen, wie man tötet. Tex. Katie. Leslie. Ihr geht mit Tex. Go with Tex. Ich konnte keine Erleichterung verspüren. Ich fürchtete mich trotzdem. Ich wusste, dass jemand sterben würde. Manson schaffte es, Lino und Rosemary die Hände hinter dem Rücken zu fesseln. Er schickte Tex Watson, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten ins Haus mit der Anweisung, sie zu töten. Manson fuhr weg. Rosemary LaBianca hatte 13 Stichwunden, die ihr postmortem zugefügt wurden. Sie war tot, aber Leslie Van Houten stach weiter auf sie ein. Das zeigt, dass sie genoss, was sie tat. Leslie Van Houten sagte später, dass es immer mehr Spaß machte, je öfter sie zustach. Die arme Rosemary erlitt 41 Stichwunden. Lino erlitt 26 Stichwunden und zusätzlich stachen sie ihm ein Messer und eine Gabel in den Körper und ließen sie dort stecken. Patricia Krenwinkel ritzte das Wort War, also Krieg, in seinen Bauch. Als die Polizei ankam, hatten Rosemary und Lino Kissenbezüge über den Köpfen. Und eine Lampenkordel war sehr eng um ihre Hälse geschlungen. An der Kühlschranktür stand in Blut "Helter Skelter". Sie schrieben "Tod den Schweinen" und "Erhebt euch" an die Wohnzimmerwand. Was taten die Täter nach den Morden? Sie duschten, suchten im Kühlschrank nach Essen und fuhren dann per Anhalter zurück zur Spawn Ranch. And then they proceeded to hitchhike back to Spawn Ranch.